Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ihr seht es ja, wir sitzen hier draußen bei uns auf der Loggia. Wir haben jetzt Ende Dezember, jetzt am Wochenende Silvester, das Jahr ist fast rum. Die Temperatur ist relativ angenehm, wenn doch bloß der Wind nicht wäre. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte euch heute einen Tabak vorstellen, der für mich relativ neu ist, oder er ist für mich neu, ich habe ihn noch nie geraucht. Und zwar geht es ganz konkret um diesen Tabak hier. Tja, wie gerne hätte ich das Ganze hier mit El Condor Pasa hinterlegt, aber ihr kennt ja YouTube, die lassen sowas ja nicht zu. Nichtsdestotrotz, hier ist ja das Kraut, um das es geht. Es geht um den Condor Original. Diesen hatte ich mir hier vor, ja gut, wenigen Jahren, muss man allerdings sagen, auf Mallorca geholt. Deswegen ist ja auch ein spanischer Tabak. Ich hatte ihn bislang noch nicht in meiner Pfeife, hatte ihn noch nie geraucht. Habe aber auch ehrlich gesagt nie genügend Neugier aufgebracht, einfach mal nachzuschauen im Internet, wonach schmeckt er eigentlich. Ganz ehrlich gesagt, ich habe keinen blassen Schimmer. Beziehungsweise, ich habe die Pfeife ja bereits gestopft, das seht ihr ja auch gleich noch. Ich habe schon einen gewissen Schimmer, weil ich habe den Duft in der Nase gehabt. Ich kann mir denken, was das ist. Muss aber allerdings gestehen, ich hatte völlig andere Vorstellungen davon, um was es sich handelt. Bevor ich jetzt aber weiter ins Detail gehe, zeige ich euch erstmal kurz das Tabaksbild in gewohnter Weise. Dann gehen wir auf den Duft des Tabaks ein, gefolgt von der Pfeife der gestopften mit dem Tabak in der Pfeife und dann kommt das Review. Also machen wir den ersten Zwischenschritt. Bis gleich. So, ihr habt das Kraut gesehen. Hier ist nochmal der Pouch. Der Pouch ist hier hinten richtig schön verschlossen, richtig schön zugeklebt. Gefällt mir sehr gut, weil die Spanier haben eins zumindest mal bewiesen, sie geizen nicht, wenn es um dieses Kleben geht. Der Klebestreifen ist, wie man hier einigermaßen erkennen kann, wirklich groß und großzügig, breit und lang, hält bombenfest. Der Pouch selbst war hier richtig gut versiegelt und wenn er dann offen ist, offenbart sich einem halt, was ihr auch sehen konntet, doch ein relativ dunkles Tabaksbild. Deswegen, ich hatte ja keinen blassen Schimmer, was da jetzt auf mich zukommen würde. Keine Ahnung, ich habe den Condor nie gequarzt. Doch wenn man die Nase hier dran hält, dann weiß man gleich, wes Stündlein hier geschlagen haben wird. Angelo, ich sagte jetzt schon, ohne ihn je probiert zu haben, für dich ist der Tabak nichts. Und was einem sofort in die Nase steigt, Latakia. Das ist also auf jeden Fall eine englische Mischung. Der Schnitt selbst, es wird ja angegeben als Ready Rubbed. Ready Rubbed ist ja wirklich so, man nehme den Flake, man lege ihn auf Asphalt, lasse eine Gnu-Herde drüber rasen, was übrig bleibt, ist dann Ready Rubbed. Also man kann hier von aufgefaserten Flake-Stücken eigentlich nichts sehen. Für mich, obwohl es Ready Rubbed heißt, ist es nichts anderes als eine Mixture. Also richtige Flake-Stückchen oder so, sucht man eigentlich vergebens. Wenn man mal so ein Flake-Stückchen hat von 4x4 mm, also ich sehe jetzt hier keins, dann wäre das ja schon eine tolle Leistung. Also für mich ist es ein Mixture. Es ist wirkliche verschiedene Schnittarten. Es ist zum Glück kein Ribbon Cut, den mag ich ja mal gar nicht. Aber vom Flake weit entfernt. Tabak, wenn ich mir das Bild so angucke, ich tippe auf, ja, schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, schwerpunktmäßig auf Burley, Latakia und vielleicht eine Art Brown Cavendish. Ich sehe jetzt hier nichts Helles. Ich wüsste jetzt also nicht, ob hier Virginia drin sein sollte oder nicht. Ich schätze mal wirklich, es wird eine Burley Latakia Mischung sein. Orientals kann ich auch keine sehen. Und der Geruch, ja, das ist halt eben Latakia. Und damit kommen wir ja schon zum nächsten Schritt. Kerle, heute geht's schnell. Also, das Tabaksbild habt ihr gesehen. Einzig was da fehlt,
Hier zeige ich euch mal kurz die Pfeife, die ich bereits gestopft habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum eigentlichen Review. Aloha, I'm back. So, jetzt habt ihr ja die Pfeife gesehen. Das ist diese hier. Das ist eine Volta-Pfeife. Aufmerksame YouTuber, die schon seit vielen Jahren dabei sind, die auch noch den guten René Lehmann kennen, die werden die Pfeife eventuell erkennen, weil René Lehmann hatte diese vor vielen, vielen Jahren mal vorgestellt. Und diese Pfeife hier war ein Geschenk von René Lehmann an mich, als ich ihn damals vor Ewigkeiten besucht hatte. Lang ist her. Ich dachte eigentlich, der Condor sei, wie auch der San Bruno, eventuell ein Lakeland. Gut, ich hätte es besser wissen müssen, weil Lakeland, made in España, mit Sicherheit nicht. Also von daher, mein Fehler. Macht ja nichts. Die Pfeife rauche ich extrem selten. Ich rauche aus ihr eigentlich nur Virginias, aber Gottchen, dann rauche ich jetzt halt mal Latakia draus. Wie gesagt, es ist kalt, es ist windig. Hoffen wir mal, dass es klappt. Ich habe extra jetzt das Pfeifenfeuerzeug mal in der Hand. Im Notfall düse ich nach drinnen, zünd die Pfeife ein, komm raus. Dann muss ich einen Cut setzen. Ihr werdet es gleich sehen, ob es klappt. Also, eins kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Leider Gottes, es ist viel Wind. Aber nichtsdestotrotz, ich versuche es nochmal. Wie ihr sehen könnt, der Tabak bäumt sich ordentlich auf. Tja. Pfeife, jetzt klimmt sie ja schön gleichmäßig. Ihr seht sie auch hier. Schöne helle Asche gibt das Ganze. Geschmacklich. Muss ich ganz ehrlich gestehen, geschmacklich haut er mich nicht vom Hocker. Geschmacklich ist er schwer zuzuordnen. Virginias kann ich jetzt eigentlich keine schmecken. Was mich so ein bisschen wundert, beim Anfeuern, zunächst hatte ich ja Probleme, dann als das Feuer, die Glut gut angenommen wurde, da war er erstmal bissig, bitter, hat sehr aschig geschmeckt. Hat so ein bisschen an verbrannte Virginias erinnert, aber nur so ein bisschen. Weil bei verbrannten Virginias habe ich keinen Aschegeschmack, sondern es wird halt einfach nur bitter. Aber nach einem kurzen Moment hat sich das Aroma dann auch schon wieder gelegt, also dieser aschige Geschmack ist weg. Ich spüre Latakia, nicht nur vom Duft her. Ich habe ja gesagt, es riecht nach Latakia. Und ich habe noch so einen ganz tiefen Ton, einfach so ein bisschen ins Erdige reingeht. Da denke ich mal, es könnte Burley sein. Und zwar ein ziemlich kräftiger Burley. Ich kenne Burley eigentlich immer nur in zwei Geschmacksrichtungen. Nussig, schokoladig, wenn es so in die süßliche Richtung geht. Oder nussig, erdig, wenn es so eher in die würzige Richtung geht. Und dieses Erdige, das spüre ich hier. Kein nussiges Aroma, sondern eher so was Erdiges. Und was hier leider Gottes bei mir aber auch auftritt, und das kenne ich von Tabaken äußerst selten, ich habe einen Kratzen hier am Hals.
Das gefällt mir gar nicht. Also es hat nichts mit der Erkältung zu tun. Weil ich habe auch schon Erkältung gehabt und Pfeife geraucht. Das ist nicht der Punkt. Nein, ich hatte bis eben ja keine Probleme im Hals. Aber jetzt hier beim Abgang durch die Nase, also beim retronasalen Rauchen, und zwar beim normalen Rauchvorgang, da nippe ich ja nur, ist er im Rachen doch ein bisschen kratzig. Also das ist ein Tabak, wo ich sagen würde, wenn ich den jetzt zukünftig rauchen sollte, bräuchte ich immer was zum Trinken dabei. Normalerweise trinke ich nicht während des Rauchens, sondern trinke dann eher hinterher. Aber hier ist was zu trinken auf jeden Fall nachher nötig. Der Tabak, gut, ich habe mir bei meinem letzten Mallorca-Urlaub geholt. Und das war unmittelbar vor der Pandemie. Im Pouch, der Pouch war richtig versiegelt, der war richtig dicht. Ich habe ständig dran gerochen am Pouch, weil es gibt ja Pouches, den nimmt man, schnuppert dran, man kann den Tabak riechen. Da weiß ich gleich, ups, Pouch ist nicht dicht, den qualmt sie sofort auf. Den Pouch hier, der war dicht, da hat nie was gerochen. Es war auch ein Heiden-Act, den Pouch aufzureißen, weil er war richtig gut versiegelt. Der Tabak hier ist aber doch ein bisschen trockener. Er ist nicht trocken, also er bröselt nicht, wenn man ihn in der Hand zerreibt oder so, das nicht. Aber er ist deutlich trockener als die meisten Mixtures, die ich üblicherweise rauche. Der Vorteil ist jedoch dadurch, man hat einen trockenen Rauch. Also er raucht sich trocken. Jetzt, nachdem auch dieses aschige Aroma weg ist und sich die Glut jetzt gesetzt hat, er jetzt auch einigermaßen gleichmäßig klimmt, beziehungsweise, wie ihr sehen könnt, er klimmt gleichmäßig. So ist jetzt auch der Rauch schön kühl. Echt? Also er ist wirklich kühl. Dafür, dass der Tabak so trocken ist er kühl. Den Latakia spüre ich nur dezent. Also man riecht ihn. Man riecht, dass Latakia drin ist. Geschmacklich merkt man, dass Latakia dabei ist, aber in einer homöopathischen Dosis meiner Meinung nach, weil ich schmecke ihn leicht. Ich schmecke jetzt also hier kein Latakia Bomber. Ich habe hier inzwischen diverse Latakia Blends geraucht. Für mich mit der kräftigste Latakia Blend ist und bleibt der Old Ironsides von Dawn Tobacco. Und bei dem Tabak hier weiß ich nicht, was ich von ihm halten soll. Wie gesagt, ich habe so erdige Töne, die ich auf den Birdie zurückführe. Ich habe einen Hauch von Latakia und habe hier aber auch einen ganz dezenten floralen Unterton. Also ein Lakeland ist es definitiv nicht, weil da wurde ich inzwischen auch aufgeklärt, Lakeland Tabak, erstens mal kommen die aus Großbritannien, aus dem Lake District. Das ist ja hier bei dem spanischen Tabak definitiv nicht der Fall. Und dann hat man mir gesagt, dass eben halt diese Lakelands so dieses seifige Aroma haben. Ich hatte ja im November war ich beim Pfeifenstammtisch Mittelhessen eingeladen. Und da hatte einer, ich glaube, das war der Johannes, bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, wer von den Jungs das war, hatte einer ein Lakeland mitgebracht. Und ich habe nur dran geschnuppert, weil ich einfach mal neugierig war. Wie riecht ein Lakeland? Und der riecht wirklich sehr blumig, sehr seifig, als hätte man den erstmal kräftig im Parfum oder so getunkt. Also ich glaube, in Douglas in der Parfümerie riecht es nicht sehr viel anders. Und das stelle ich mir vom Duftaroma auch eindeutig dann so vor. Der hier, wie gesagt, Pouch geöffnet, riecht nach Latakia. Geschmacklich Latakia ganz dezent angehaucht. Also es ist nicht viel drin. Zumindest nach meinem Geschmack. Erdige Töne und so ein Hauch florale Noten, die ich definitiv nicht zuordnen kann. Jetzt rauche ich die Pfeife ja schon seit 14 Minuten. Geschmacklich hat sich nichts verändert. Und deswegen, ich bin der Meinung, der Condor eignet sich durchaus als ein All-Day Smoke. Ein All-Day Smoke für all diejenigen, die einen Hauch von Latakia haben möchten, die einen Hauch von Würze verspüren möchten und die auch mal riechen oder schmecken möchten, dass da vielleicht mal irgendein Blumenstrauß kurz am Tabak vorbeigeführt oder hingewedelt worden ist, weil es ist wirklich nur ein ganz, ganz leicht blumiger Hauch im Hintergrund.
Ja, also ich finde ihn nicht schlecht. Ich werde ihm auf meiner eigenen Tabakskala von 1 bis 10. 1 ist grottig, den hat bei mir nur einer bislang. 10, das ist ein Top-Tabak, das sind bei mir glaube ich 2 aktuell von über 119 bewerteten Tabaken. Ich denke, der wird bei mir eine 6 kriegen. Der ist auf jeden Fall in der positiven Hälfte. Und aber von den positiv bewerteten Tabaken definitiv ganz unten. Er ist nicht schlecht. Aber ich denke, ich werde ihn weggeben. Ich kenne jemanden, der raucht den Tabak gern. Jung, den kannst du gerne haben. Ähm, Wie gesagt, für mich wäre es ein All-Day Smoke. Aber ganz ehrlich, wenn ich einen All-Day Smoke haben möchte, da habe ich andere Tabake für. Weil für sowas habe ich die Mac Baren Mixture. Klassischer All-Day Smoke. Dafür habe ich auch den Lincoln Mellow Mixture. Heute heißt er ja, glaube ich, Lincoln Aromatic. Oder, nee, Lincoln White heißt er heute. Lincoln White. Und was für mich auch ein All-Day Smoke mittlerweile geworden ist, das ist von Dawn Tobacco 50 Years. Der Jahrestabak 72 bis 2022. Das ist ein Hammer-Tabak. Hat auch Latakia mit drin. Das ist für mich einer, den rauche ich hier liebend gern, wenn ich mit meinen Kakteen hantiere. Ihr seht hier so ein paar im Hintergrund. Wenn ich die am Umtopfen bin, schnappe ich mir meine Corn Cobs, da ein paar 50 Years rein, dann qualme ich hier stundenlang und bin am Umtopfen wie ein Weltmeister. Der Tabak hier eignet sich durchaus auch als All-Day Smoke. Ist mir dafür aber nicht aromatisch genug. Wie gesagt, ich habe hier einen Hauch Latakia. Ich spüre das Erdige, vermutlich vom Burley. Und ich habe einen ganz, ganz subtilen Hauch floraler Noten im Hintergrund. Und das ist mir ehrlich gesagt nicht genug. Von daher war es jetzt auch von mir soweit für heute zu meinem Review vom Condor Tabak aus Spanien. Und jetzt in üblicher Weise gebe ich den Ball an euch weiter. Hier unten, Kommentarfunktion. Zum einen natürlich bin ich neugierig, wie fandet ihr mein Review? Und vor allem interessiert es mich natürlich, wer von euch kennt bereits Condor Original aus Spanien, Ready Rubbed? Wie sind eure Eindrücke? Wie findet ihr ihn? Habt ihr ihn geraucht? Wollt ihr ihn rauchen? Habt ihr ihn vielleicht vorliegen bei euch? Habt ihr ihn in eurer Bar schon liegen? Habt ihr noch nicht angebrochen? Lasst uns in gewohnter Weise einfach weniger austauschen. Ich werde jedenfalls eins tun. Ich werde die Pfeife zu Ende rauchen. Er klimmt auch relativ schnell runter. Er ist wie gesagt ja relativ trocken bei mir. Und dann geht er auf die Reise. Mal gucken. Jetzt in den nächsten Tagen, nächsten 1-2 Wochen, denke ich mal, welchen wegschicken. Ja, dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, mit euren Tabaken. Bleibt mir am Kanal gewogen und vor allem bleibt mir gesund. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder hier auf meinem Kanal zum nächsten Review, zu einer Pfeife, zum Tabak, vielleicht auch wieder mal zu irgendeinem Pfeifenzubehör. Happy Puffing, macht's gut und bis dann. Ciao.